Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zu einem weiteren kleinen News-Video. Heute mit was relativ Interessantem. Es ist wenig News, es ist viel Diskussion heute, deswegen ist es ein kleines bisschen mehr Vlog-artig sozusagen. Aber ja, okay, zunächst einmal, was ist passiert? Naja, es gibt eine Ransomware, die nennt sich Moose-Tick oder sowas. Weiß nicht genau, wie man es ausspricht, ihr könnt mich da gerne korrigieren. Und ja, das ist natürlich mal wieder eine Ransomware, die Dateien verschlüsselt, so ganz wie immer. Und verlangt natürlich dann auch ein bisschen Geld, damit man den Schlüssel sozusagen bekommt. In dem Fall sind es jetzt $700, es geht also eigentlich noch. So, was jetzt passiert ist: Eine deutsche Webentwicklungsfirma, die wurde Opfer dieses Angriffs und hat dann dadurch natürlich alle ihre Dateien verloren, beziehungsweise sie wurden verschlüsselt und sie wollten ihre Dateien wieder entschlüsseln. Und was die jetzt gemacht haben, ist, sie haben einfach diese Ransomware-Hacker oder ja, diejenigen, von denen die Ransomware kam, haben sie einfach zurückgehackt sozusagen. Und ja, haben dadurch tatsächlich den Decryption Key, sprich die Schlüssel, die man zum Entschlüsseln gebraucht hat, bekommen und haben alle ihre Dateien wieder bekommen und natürlich die Schlüssel dann sogar für alle anderen noch veröffentlicht. Okay, so, das ist jetzt eigentlich schon alles gewesen zum News-Video. Allerdings ist das jetzt natürlich noch nicht alles, was ich euch mitteilen möchte. Und zwar, es ist ja jetzt schon sehr, sehr lange wirklich eine Diskussion, ob Hackbacks in Ordnung sind, legal gesehen, oder ob das illegal bleibt. Die Frage bleibt immer noch bestehen und das hier, finde ich, bringt die Diskussion nochmal so ein kleines bisschen auf ein anderes Level. Normalerweise war es natürlich immer so, hey, das ist so eine Art Racheakt, ja. Also das heißt, man möchte sich quasi dafür rächen. Man möchte zum Beispiel, wenn Daten über jemanden erbeutet werden, also zum Beispiel, wenn jetzt jemand mich hacken würde, möchte ich zum Beispiel meine Bankdaten, meine privaten Informationen und so weiter von demjenigen wieder löschen, ja, damit sie wieder in meiner Gewalt sind und nur in meiner Gewalt. Jetzt haben wir hier tatsächlich auch noch einen finanziellen Aspekt. Das heißt, die Opfer von Ransomware, die brauchen natürlich ihren Decryption Key. Und das ist nochmal so ein bisschen on top auf diesen Racheakt. Also klar, wenn ich meine privaten Daten wieder lösche, ist das natürlich was anderes. Aber häufig weiß ich ja gar nicht mal, wo diese Daten überall hinkopiert sind. Im Fall von einer Ransomware ist das relativ egal. Im Fall von einer Ransomware reicht es, wenn ich mir eine Kopie dieses Schlüssels besorge und ich kann meine kompletten Daten wieder herstellen. Das heißt, als wäre der Hack sozusagen nie passiert. Trotzdem nutze ich, wenn ich jetzt ein Hackback durchführe, also so wie die Firma eben, dann nutze ich weiterhin Schwachstellen sozusagen, also zum Beispiel falsch konfigurierte Server, über die ich dann einbrechen kann oder sonstige Exploits oder sowas, die halt eben bekannt sind, die nutze ich, um dann sozusagen die Hacker zu hacken. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist das legal oder ist es nicht legal? Immerhin haben die Hacker ja eine Straftat begangen, aber ich begehe auch eine Straftat damit, wenn ich ein Hackback durchführe. Sprich, ich mache eigentlich genau dasselbe, was die Hacker auch gemacht haben. Ich breche auf ein System ein. Ähnliches Beispiel in der echten Welt wäre, jemand stiehlt aus meinem Wohnzimmer, keine Ahnung, irgendein Bild, ja. Ich habe keine Bilder in meinem Wohnzimmer, aber das ist ein anderes Thema. Nehmen wir an, ich hätte Bilder und diese Bilder würden jetzt gestohlen werden. Und ich weiß ganz genau, wer das war, weil ich hier eine Überwachungskamera habe. Und ich kann jetzt einfach hergehen, ich kann denjenigen nicht zur Rede stellen, geht irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht. Er kann auch nicht irgendwie legal verfolgt werden, nehmen wir jetzt einfach mal an. Aber ich weiß, wer es ist und ich gehe jetzt zu dem seiner Wohnung und klaue mir mein eigenes Bild zurück. Ja, das ist natürlich dann trotzdem eine Straftat, weil ich natürlich Hausfriedensbruch begehe. Aber auf der anderen Seite ist es mein Bild, das ich mir zurückhole. Ist das jetzt legal oder ist es nicht legal? Das ist eben das Problem, vor dem wir hier auch stehen. Ist es legal, zurückzuhacken oder ist es nicht legal? Es hat natürlich seine Vorteile. Ich finde, in diesem Fall ist es eigentlich auch schon ein wenig gerechtfertigt, aber das Problem bleibt natürlich trotzdem bestehen. Man weiß nicht, was die Web-Development-Firma hier alles bei den Hackern zurücklassen kann. Die hätten da einfach auch eine Ransomware drauf spielen können oder sie hätten zum Beispiel einfach das weiß man ja nicht mal unbedingt, eine Backdoor installieren können oder. Man weiß das alles nicht so genau. Und hier ist natürlich jetzt wirklich die Frage, was da eigentlich passieren soll. Ich denke, aktuell gilt zwar meistens der Fall, wo kein Kläger, da kein Richter. Das heißt, da natürlich derjenige, der zurückhackt, wahrscheinlich nicht angeklagt wird, weil natürlich der Kläger der Hacker wäre und der sich dann dadurch selber strafbar machen würde.
passiert hier erstmal gar nichts, aber rein technisch gesehen begeht derjenige, der diesen Hackback startet, eben auch eine Straftat. Deswegen, ja, so ein kleines bisschen Gedankenexperiment. Schreibt mir bitte, was ihr davon haltet und wie ihr findet, dass unsere Rechtslage da sein sollte. Ich habe euch jetzt mal so ein paar Aspekte präsentiert. Ich nehme an, dass ihr natürlich noch weitere Aspekte sehen werdet. Und ja, bitte diskutiert recht ordentlich und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.